schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Hier seht ihr einen kleinen Rückblick. Da habe ich das Öl gewechselt bei der C7. Und zu so einer Wartung gehört ja auch ein bisschen mehr, nämlich der Luftfilter und auch der Innenraumfilter und Bremsflüssigkeitswechsel. Und das Ganze seht ihr jetzt hier. Viel Spaß! Ja, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Punkt. Und zwar ist das hier der Motorluftfilter. Der wird hier mit einem Torx 25 geöffnet. Und da können wir dann das Gehäuse aufmachen und den Luftfilter entnehmen und da auch einen neuen reinsetzen, weil der normalerweise auch bei jeder Inspektion immer mitgewechselt wird, gleichzeitig auch beim Ölwechsel. Ja, um an den Luftfilter zu kommen, muss man hier die Schelle am Ansaugkanal lösen. Die sitzt hier an der Drosselklappe. Kann man auch mal hier Blick reinwerfen. Ja, hier seht ihr jetzt das alte Luftfilterelement und hier das neue Element. Man kann hier auch schön in den Ritzen vom Luftfilter den Staub sehen, der sich über die letzten, ein Jahr war der jetzt drin, angesammelt hat. Das ist schon beachtlich, weil das ist alles Staub, den dieser Filter jetzt herausgefiltert hat und der sonst in den Motor gegangen wäre und dementsprechend dann auch durch den Ansaugtrakt, durch die Kolben, an den Kolbenringen und zu erhöhtem Verschleiß geführt hätte. Der war jetzt lediglich 15.000 Kilometer, beziehungsweise ein Jahr drin. Und hier im Vergleich jetzt der neue Filter. Ist natürlich noch ein klein wenig heller. Der hat natürlich keinen Abrieb drin. Und auch die Papierelemente sind noch ganz neu. Das heißt, die lösen sich dann auch nicht auf, weil je älter die Filter werden, desto eher ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass auch diese Filterleistung sinkt. Oder teilweise, was auch passieren kann, dass die dann verstopfen und einfach nicht mehr so viel Luft durchlassen. Also wie man hier sehen kann, auch schon während der normalen Inspektionswechselintervalle ist es sinnvoll, Luftfilter zu tauschen. Wenn man jetzt Autos hat, die 100.000 Kilometer gelaufen haben und mehr, wo noch nie der Filter gewechselt worden ist, kann man sich vorstellen, dass da die Filterleistung entsprechend nicht mehr gegeben ist. So, ich werde das Ganze jetzt einbauen und baue das jetzt in umgekehrter Reihenfolge wieder ins Auto ein. Ja, und ich gebe Bescheid, wenn ich damit fertig bin. Ein weiterer Punkt, der bei der Wartung bei der C7 anfällt, ist der Innenraumluftfilter. Der wird auch gern einfach weggelassen, deswegen zeige ich euch auch mal, wo der sitzt. Und zwar ist der hier unter der Cowl-Abdeckung, hier unter den Haken hier. Und da sitzen aber bei der Trockensumpfschmierung hier auf die Ölleitungen im Weg, deswegen mache ich die auch immer ab und löse die erstmal, damit man dann besser da dran kommt. Die sind allerdings auch immer ein bisschen störrig und die Klipse, die haken sich hier immer ganz gut fest. Kann man aber dann auch losmachen. Genauso wie hier am Tank kann man die dann auch lösen. Und dann ist es auf jeden Fall einfacher, da dran zu kommen. Die darf man natürlich nachher nicht vergessen, wieder dran zu machen. Weil sonst hat man hier die große Ölsauerei hier. Und der Innenraumfilter befindet sich hier unter dieser Abdeckung. Und dann kann man die nämlich ohne die Leitung auch ein bisschen besser wegmachen. Hier ist eine Dichtlippe, das kann man alles mal schön sauber machen. Und dann befindet sich hier drunter nämlich der Filter für den Innenraum. Und da bekommt man die frische Luft oder eben auch nicht mehr so frische Luft, wie man hier sieht. Der ist jetzt auch schon eine gewisse Weile drin und auch schon ein bisschen älter, wie man sieht. Ja, ich habe hier jetzt den neuen Innenraumfilter. Das ist jetzt hier im Besonderen auch ein Aktivkohlefilter, damit er auch zum Beispiel Gerüche und so weiter aus der Umgebungsluft filtert. Deswegen sind die auch luftdicht verpackt. Und da müsst ihr darauf achten, hier, die haben eine Richtung. Also die gehen in einer bestimmten Richtung, werden die eingebaut. Und zwar kommt die Luft von oben nach unten. Und der wird jetzt
Hier wieder vorsichtig in diesen Schacht eingeschoben. Muss man auch ein bisschen dran wackeln. Muss man die Leitung nochmal zur Seite machen. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass man diese Leitungen sich erstmal wegbaut, bevor man da jetzt mit den Leitungen dann noch im Clinch ist, wenn man den einbaut. Der geht auch ein bisschen schwieriger da rein, aber man merkt dann, wenn der nachher sitzt, dann auch in dem Raum drin ist. So, der ist jetzt hinten am Anschlag und dann kann nämlich die Klappe wieder eingebaut werden. Okay. So, wir setzen jetzt hier die Abdeckung wieder drauf. Wird jetzt hier eingehakt. Unten und dann mit den Klammern fixiert. Dann ist der Innenraumfilter auch wieder fest. Okay. Ja, ein weiterer Punkt bei der Wartung von der C7 ist auch ein regelmäßiger Wechsel der Bremsflüssigkeit. Die Bremsflüssigkeit haben wir bei der C7 hier in dem Behälter. Sitzt hinter dem Bremskraftverstärker hier. Hier sitzt der Hauptbremszylinder mit dem Reservoir. Da kann man den Deckel runter machen. Dann befindet sich die Bremsflüssigkeit da drin. Wenn ich die Bremsflüssigkeit spüle, mache ich es immer so, dass ich versuche, die alte Bremsflüssigkeit zuerst abzusaugen, damit wir nicht die alte Flüssigkeit wieder erneut durch die Leitung schicken. Deswegen hole ich mir immer eine Spritze und sauge erstmal schon mal so gut es geht alles ab. Ich habe eben schon mal den Großteil abgesaugt. Es kommt aber immer noch ein bisschen raus. Und dann fülle ich das Ganze dann mit frischer Bremsflüssigkeit auf und drücke das Ganze dann durchs System. Da muss man aufpassen, Bremsflüssigkeit sollte niemals auf den Lack kommen, weil Bremsflüssigkeit den Lack angreift und ihn kaputt macht. Und man wechselt die Bremsflüssigkeit, weil die Wasser zieht, also die ist hygroskopisch und ja, mit der Zeit sammelt sich einfach immer mehr Wasser in der Bremsflüssigkeit an. Das kann man auch mit bestimmten Werkzeugen messen und je mehr Wasser sich in der Bremsflüssigkeit befindet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass einfach sich Dampfblasen bilden, wenn die zu heiß wird. Also bei harter Nutzung, wenn die Bremse heiß wird, kann es passieren, dass so eine Dampfblase dann einfach anfängt ja, zu kochen, beziehungsweise sich die Luft dann da drin ausbreitet und das Ganze dann eben zu einem Verlust der Bremsleistung führt. Deswegen sollte man die regelmäßig wechseln. Die meisten sagen so normalerweise alle 2 Jahre. Bei Rennstreckeneinsatz natürlich auch häufiger. Ja, zum Auffüllen nehme ich jetzt hier einen normalen Trichter. Der sollte sehr sauber sein. Und Bremsflüssigkeit. In dem Fall DOT3. Das ist jetzt vorgeschrieben hier auf dem Deckel. Das ist only DOT3. Gibt sicherlich auch Leute, die auch dort 4 verwendet haben. Ich habe DOT3 normalerweise immer von der C2, C3 und C4 da, deswegen nehme ich das jetzt auch, was drauf steht auf dem Deckel. Das können wir jetzt auffüllen. Das läuft immer wieder ein bisschen nach hier im Behälter, weil der verschiedene Schwallbleche auch da drin hat. Für die beiden Kammern. Und wenn das jetzt drin ist, dann können wir das ganze System nämlich einmal durchspülen, indem wir alle Sättel öffnen und dann die Flüssigkeit durch die Leitungen pumpen. Und dann kommt direkt auch frische Flüssigkeit durch die Leitungen und direkt an den Sätteln an. So. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch ein Abo da. Zum Wechsel der Bremsflüssigkeit müssen jetzt am besten die Räder abgenommen werden. Der Christian, der hilft mir heute dabei. Hallo. Und ja, macht schon mal die Räder ab hier an der. Dann kommt man nämlich auch besser an die Entlüfternippel von den Bremssätteln. Und dann zeige ich euch das gleich.
Ja, für den Bremsflüssigkeitswechsel an der C7 braucht ihr einmal hier so eine Entlüfterflasche mit einem Schlauch und einem Mundstück hier, wo ihr den Entlüfternippel aufsetzen könnt. Und die C7 hat an jedem Bremssattel 2 Entlüfternippel, einen inneren, einen äußeren. Und ihr braucht dafür dann einen 11er Ringschlüssel. Der geht da auch ziemlich gut drauf. Und man fängt normalerweise an der weitesten Bremse zum Hauptbremszylinder, also hinten rechts, dann an, setzt das Mundstück drauf und kann dann den Entlüfternippel aufdrehen. Und der Christian, der sitzt oben im Auto auf der Bremse und tritt jetzt die Bremse und dann strömt die Bremsflüssigkeit durch die Leitung dann hier in die Flasche. Ich schließe dann das System wieder und mache das mehrere Male hintereinander und so kommt dann die ganze Bremsflüssigkeit durchs System geflossen. Ja, zwischendurch ist es auch immer wichtig, dass man nachguckt, ob hier im Behälter noch genügend Flüssigkeit drin ist. Deswegen fülle ich da jetzt noch ein bisschen was nach, weil das darf auf keinen Fall passieren, dass während dem Entlüften und dem Pumpen dann irgendwann der Behälter leer läuft und dann pumpt man sich nämlich die ganze Luft dann wieder ins System rein. Ja, und der Christian, der unterstützt mich dabei. Er sitzt hier im Auto und betätigt hier die Bremse. So, dann machen wir beide mal weiter.